Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Mystery Ranch, der Urban Assault Pack in der Waxed Wood Version. Mystery Ranch hat seit einiger Zeit den Urban Assault Pack im Programm. Ist auch ein sehr, sehr beliebter Rucksack, gerade auch von der Größe her ideal für den EDC-Einsatz, auch für kleinere Touren, Tagestouren, genau die richtige Größe. Haben sie sich, glaube ich, selber ein bisschen Konkurrenz gemacht, auch mit dem Two-Day Assault Pack, weil der auch von der Größe her in einem ähnlichen Sektor ist, vielleicht noch einen Ticken oben drüber. Aber ich glaube, gerade auch so im Alltagsbereich, also nicht für draußen und im Wald, ist der Urban Assault Pack, sagt ja auch schon der Name, tatsächlich das richtige Mittel der Wahl. Um da auch ein bisschen Variation und Abwechslung reinzubringen, haben sie jetzt hier eine Variante in Waxed Wood, nennt sich das, gebracht. Jeder, der hier die 4 Ravenhosen mit dem G1000 kennt, der weiß ungefähr, wie sich das anfühlt. So ein schönes, speckiges, später auch mal, wenn das so ein bisschen abgegriffen ist, Nylonmaterial, das gewachst wurde, dementsprechend auch wasserabweisend und hat diesen einzigartigen Look, den man sonst mit normalen Cordura oder Nylon nicht bekommt. Als schöner Akzent hat man hier die YKK-Zipper in einer schönen Gelb- oder Senfton genommen. Das sticht ordentlich hervor, also tatsächlich auch was fürs Auge bei diesem Rucksack. Bevor wir uns aber den Features widmen, schauen wir uns einmal kurz die Spezifikationen an. Der Rucksack hat eine Höhe von 51 cm, ist ca. 29 cm breit und besitzt eine Tiefe von 23 cm. Das Leergewicht liegt bei 1,2 Kilo ca., also ein bisschen höher als jetzt zum Beispiel beim Catalyst 22, den wir euch letztens vorgestellt haben. Dafür aber auch mit einem Volumen von 24 Litern ein bisschen mehr Platz, der euch zur Verfügung steht. Material ist, wie schon erwähnt, ein gewachstes Nylon auf der Außenseite und innen setzt man 210D Nylon ein, also ein ganz leichtes Nylon, was nochmal für die Organisation gedacht ist. Schauen wir uns mal die Features an. Auf der Front, wie gesagt, nichts zu sehen, so wie man das auch beim Catalyst 22 hatte. Ganz slickes Design, was für den EDC-Bereich hervorragend geeignet ist. Hier unten eine kleine Lasche, die dazu dient, den Reißverschluss gegen zu kontern mit der Hand, damit ich nicht in den Stoff eingreifen muss. Und das war es auch schon für die Front. Gehen wir auf die Rückseite, da ist auch das Tragesystem zu finden. Das sieht fast genauso aus wie beim Catalyst 22. Bedeutet, ihr habt hier ein Mesh-Material am Rücken, was komplett anliegend ist und hier dann entsprechend auch ein bisschen mehr für Schweiß sorgt, weil eben das Ganze flächig aufliegt und nicht in Bereichen eingeteilt ist. Ist aber auch, denke ich, von der Gewicht und der Dauer beim Tragen dieses Rucksacks nicht so relevant. Die Schultergurte sind ganz leicht anatomisch vorgeformt, verfügen hier über Lastenkontrollriemen im oberen Bereich, die mit einer Leiterschnalle ausgeführt sind. Hier eine weitere Leiterschnalle, die dann nochmal zum Höhenverstellen gedacht ist. Und darunter liegend habt ihr hier dann einen Brustgurt, der ist komplett abnehmbar. Da hat Mystery Ranch hier so eine neue Hakenschnalle entwickelt, die sich dann einmal komplett herausnehmen lässt, wenn ihr den Gurt nicht mehr wollt. Anders als bei den bisher vorgestellten Rucksäcken ist es hier so, dass diese Schnalle hier in dem Bereich saugend, wie der Toni sagen würde, in einem Bereich abgenäht ist. Das heißt, ihr habt hier kein Spiel von 5 cm zwischen den unterschiedlichen Stufen. Dafür habt ihr hier dann aber auch 5 Stufen, die ihr auswählen könnt, um die Höhenverstellung vorzunehmen für den Brustgurt im Vergleich zu den anderen Rucksäcken, die wir schon gezeigt haben, wo es nur 3 abgenähte Bereiche gibt. Ist vielleicht ein bisschen feiner einzustellen und dann bleibt der Brustgurt auch in Position. Das ist, denke ich, euch überlassen. Ansonsten ist er hier komplett exponiert und nicht abgedeckt wie beim Catalyst 22. Auch beim Schultergurt wird hier ein offenporiges großes Mesh verwendet, was dann ein bisschen für den Komfort sorgt. Die Oberseite ist Mystery Ranch typisch gehalten, so wie wir das kennen und lieben. Ihr habt hier zum Träger hin einen YKK-Zipper Aquaguard, jeweils rechts und links auch wieder mit einem Konter zum Festhalten, um den Reißverschluss bedienen zu können. Das Fach selbst hat keine weitere Unterteilung
und im Vergleich zum Catalyst 22 auch nochmal, um den anzusprechen, keine Sicherungs-Daisy-Chain, um einen Schlüssel zu sichern. Dafür ist der Boden hier aus einem robusten Mesh-Material ausgeführt, um dann zum Beispiel Gegenstände schneller trocknen zu lassen, weil ein bisschen was nach unten in den Hauptrucksack zirkulieren kann. Auch im Vergleich zum Catalyst nochmal, um den heranzuziehen, ist hier das Laptop-Fach abgesetzt. Wir haben hier einen komplett eigenständigen Bereich, der hinten über zwei YKK-Zipper bedient wird, auch wieder mit AquaGuard-Profil. Und damit kann ich den zusätzlichen Space hier öffnen. Das würde dann auch bedeuten, im Vergleich nochmal zum Catalyst 22, dass man hier auch wirklich besser nochmal den als Trinkrucksack nutzen könnte, weil hier natürlich dann die Trinkblase separat mit dem Reißverschluss der Schlauch viel einfacher herauszuführen wäre. Aber dediziert ist es dafür nicht gedacht. Es gibt keinen regulären Trinkschlauchausgang und es gibt auch keine Aufhängung für eine Trinkblase, sondern hier zu finden, analog zum Catalyst 22, ein großes Einschubfach für 15 Zoll Laptops und davor liegend nochmal ein flacher Einschub, der passend ist für Tablets oder eben auch DIN A4-Blöcke. Ich habe mir mal die Freiheit genommen und mal meinen Laptop geholt, 17 Zoll, einfach um mal zu gucken, ob das passt, weil beim Catalyst war es ja auch so, dass das von der Breite her gepasst hat, aber von der Höhe her nicht. Und auch hier ist es wieder der Fall. Wir sind einfach unten an der Grenze, es fehlt nicht viel. Ich könnte hier tatsächlich sogar das über die Kante bringen, aber da ist dann der Reißverschlussbruch schon garantiert eigentlich, weil die Kante hier direkt drauf ist und wenn der Rucksack einmal da drauf fällt, dann ist auch das Display beschädigt. Also wieder auch hier mit einem 17 Zoll Notebook nicht zu empfehlen, es sei denn, es ist relativ schmal in der Länge. Dann hättet ihr da auch Chancen, das unterzubringen. Beim Hauptfach wieder Mystery Range typisch, das Trizip-Design, was sich bewährt hat. Im oberen Bereich zwei YKK-Zipper, die nur den Deckel öffnen für Top-Loading-Eigenschaften. Hier seht ihr nochmal das aufgesetzte Deckelfach von innen und dann hier ein durchgängiger Reißverschluss zum Öffnen der Front, der natürlich auch separat bedient werden kann, um dann zum Beispiel nur über die Front zu arbeiten und den Deckel oben zuzulassen. Und dann könnte man hier zum Beispiel die Jacke herausziehen. Die AquaGuard-Reißverschlüsse muss man natürlich dazu sagen, ihr habt es gerade eben schon gemerkt beim Aufmachen, die sind ein bisschen schwergängiger als ein normaler Reißverschluss, bieten dafür aber hier eine etwas höhere Wasserdichtigkeit als ein regulärer Reißverschluss. Und gerade in Verbindung bei dem Rucksack mit dem Waxed Nylon, wenn das frisch gewachst ist, dann habt ihr hier einen relativ dichten Rucksack, der euch auf jeden Fall trocken von der Bahn oder vom Auto ins Haus bringt oder vielleicht sogar noch ein Stück weiter. Der Urban Assault hat eine schöne Innenorganisation, die uns sehr gut gefällt. Also auch hier hätte man nochmal die Möglichkeit, ein weiteres Notebook unterzubringen mit 15 Zoll Größe. Ist hier ein Fach dafür, was aber eher natürlich vom Aufbau und Design her gedacht ist für DIN A4 Blöcke oder sonstige Gegenstände in der Größe. Aber hier 15,5 Zoll Notebook kriegt man hier auch in diesen Einschub hinein. Vor dem Einschub ist dann nochmal ein Organizer, der so unterteilt ist, dass hier ein über die ganze Fläche gehendes Fach nochmal ist für kleinere Gegenstände, flache Gegenstände, ist handtief. Und darauf liegen dann nochmal verschiedene Einschübe in der Breite. Das heißt einmal hier für DIN A6 Blöcke, dann auch nochmal auf der anderen Seite selbe Größe, da passt auch ein Tourniquet oder ein Multitool rein. Und in der Mitte nochmal zwei Stifteinschübe, die natürlich auch für Knicklichter oder für kleine Zangen funktionieren. Ihr seht es ja schon hier in dem einen Halter sind 3 Stifte untergebracht. Also da ist auf jeden Fall genügend Platz für euer ganzes Kleinzeug. Habt ihr noch mehr Kleinzeug, habt ihr hier an den Seiten nochmal Taschen. Die sind so ein bisschen ein Hybrid aus 3-Day Assault Pack und dem Catalyst. Die sind auch horizontal gehalten, aber nicht ganz so schmal. Das heißt, hier kann man auf jeden Fall auch mal etwas längere Gegenstände vertikal unterbringen oder auch eine Powerbank horizontal, ohne dass die dann vorne beim um die Kurve legen des eigentlichen Rucksacks stört. Besonders praktisch beim Urban Assault Pack, das kommt schon aus der 3-Day Assault Pack Zeit, sind die offenen Einschubtaschen. Zeige ich euch am besten mal so. Die sind hier im vorderen Bereich, also quasi
nochmal hier gucken. Die liegen genau hier innenseitig also neben dem Reißverschluss an und können dann über den Frontreißverschluss, wenn ich vorne aufmache, zugegriffen werden, aber auch perfekt von oben. Dann brauche ich nämlich nur reingreifen, bin dann schon direkt in diesem Einschub und diese beiden Taschen sind idealerweise für flache Gegenstände wie Handschuhe oder Mützen oder eben auch eine Trinkflasche, um das dann schnell zuzugreifen und ohne dass es stört. Ich habe die Außentaschen bewusst auf das Ende geschoben, weil ich hier ein bisschen Platz haben wollte im Innenfach, um euch das nochmal zu zeigen. Ihr habt hier rechts und links jeweils eine Außentasche, die ist eng anliegend, würde von der Größe her tatsächlich passen für eine 1 Liter Nalgene. Also physikalisch bekommt man sie hinein. Deswegen wollte ich den Innenraum leer haben. Ich habe noch nicht genug leer gemacht. Hier ist noch eine Powerbank drin. So, raus damit. Ich habe das nämlich schon vorab mal getestet, einfach um das euch zu zeigen, was hier die maximale Grenze ist. Und wie ihr sehen könnt, man kriegt eine 1 Liter Nalgene rein, aber auf Kosten alles. Also man kann die Innentaschen nicht mehr benutzen, der Rucksack wird in sich gebogen, also es wird extremst eng. Ihr seht das hier wirklich sehr gut. Ihr kriegt sie rein, aber habt dann keine Freude mehr. Von daher empfehlen wir das nicht, aber wir wollten es auf jeden Fall nicht vorenthalten. 0,5 Liter Nalgene natürlich überhaupt kein Problem. PET-Flaschen gehen auch ohne weiteres rein, Einwegdosen. Also all das hättet ihr ohne Probleme auch hier in den Außentaschen untergebracht. Unser Fazit, der Waxed Wood Urban Assault Pack 24 ist mal eine schöne Abwechslung im Vergleich auch zu den anderen Mystery Range Rucksäcken. Er sieht zwar natürlich durch das gewachsene Material relativ schnell dann auch speckig oder gebraucht aus, hat aber dafür dann tatsächlich auch diesen Charme, den wir auch bei der UF oder beim UF Pro Smog so schätzen. Ja, dass man einfach diesen Used Look hat, der das Ganze noch mal ein bisschen einzigartiger macht. Also nicht so wie jeder x-beliebige Nylon-Rucksack von der Stange, wie ihr ihn kennt, sondern eben so ein bisschen special. Und das Material ist natürlich auch deutlich angenehmer, sanfter und auch ein bisschen leiser. Nicht 100% für die Jagd, aber besser auf jeden Fall als die Nylon-Bomber, die wir euch letztens gezeigt haben. Wir haben aber auch hier nochmal extra für euch einen Jagdrucksack, den euch der Max oder der Bernhard demnächst auch nochmal vorstellen wird. Aber dazu, wie gesagt, später mehr. Den Urban Assault in der Waxed Wood Variante und auch in den regulären Varianten bekommt ihr bei Recon Company sowie alle anderen Rucksäcke von Mystery Range aus der zivilen Linie. Schaut einfach mal rein, da werdet ihr geholfen. Der Link zur Recon Company ist hier unten eingeblendet. Was sagt ihr zum Urban Assault? Habt ihr ihn selber schon im Einsatz in einer anderen Variante, andere Farbe oder auch den Vorgänger, den One-Day Assault Pack oder den etwas größeren, den Two-Day Assault Pack? Gerne mal eure Erfahrungen und Empfehlungen bezüglich der Mystery Range Kompaktrucksäcke in die Kommentare. Und ansonsten wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus, bis dann, macht's gut, bye bye.